Willkommen zur Tagesschau. Nein, warte, das war falsch. Das war die falsche Sendung. Ja, hallo. Willkommen wieder auf unserem Kanal Tabletop Stuff. Heute geht's mal wieder hoch in die Lüfte. Wir haben heute eine Hafenbombardierung vor und schauen mal, was daraus so wird. In unserem letzten Kampagnenzug haben wir ja entsprechend wieder ein paar Szenarien ausgewürfelt. Und ja, heute werden wir die erste Luftschlacht davon machen. Und der Amerikaner hat ein letztes Ziel auserkoren, den Hafen des Japaners ein bisschen tiefer zu legen, damit du Schwierigkeiten mit deinen Flotten bekommst. Genau. Ist mir so langsam ein bisschen zu vorwitzig. Und wir werden das jetzt gleich mal schön ausspielen. Ich denke, wir werden jetzt gleich die Staffeln einmal kurz vorstellen. Staffeln einmal vorstellen, welche Flugzeuge wir praktisch im Einsatz haben, was hier jetzt alles an Bord ist. Und ja, was allgemein so jetzt der Auftrag ist, was bei dir passieren muss, was bei mir passieren muss. Und dann geht es eigentlich schon ins Spielgeschehen. Ne? Genau, wir spielen der Amerikaner spielt etwas unter seiner Zahl. Der Japaner hat 12 Flieger im Ganzen, der Amerikaner hat 9. Auf meiner Seite sind 3 von den Fliegern Divebomber. Und wir werden diesmal mit einer Bombardierung spielen. Sprich, wir haben so ein paar neue Regeln aus dem dicken Regelwerk für Blood Red Skies. Sprich, aus den Airstrike-Regeln. Und werden hier entsprechend noch ein paar neue Regeln mit ins Spiel bringen. Ja, und dann würde ich sagen, starten wir zur Staffelvorstellung. Zur Staffelvorstellung. Genau. Alles klar? Bis gleich. Bis gleich. So, meine Staffel der US Marines ist eine 7. Stimmt gar nicht, ich habe keine 9 Flieger, es sind 10 insgesamt, Entschuldigung. Sind Wildcats. Eine Staffel Wildcats mit 6 Fliegern und einem Ace dabei. Alle Wildcats sind regulär, außer das Ace. Und ich habe noch 3 Divebomber vom Typ Dauntless dabei, die entsprechend versuchen, den Hafen zu bombardieren. Der Hafen ist hier vorne dargestellt mit einer kleinen Insel und ein paar Objektmarkern, die es gilt für mich zu zerschießen. Und einer meiner Flieger, der hier am Rand steht, der ist durch eine Sonderregel im High Cover, das ist im Grunde genommen fliegt dieser Flieger über den Kampfhandlungen und kann dann irgendwann dazu stoßen, wenn ich das möchte. Und ist so ein bisschen wie das Outflanking bei Bolt Action. Und ja, das probieren wir auch heute zum ersten Mal. Schauen wir, ob die Regeln auch entsprechend was bringen. Ich würde sagen, soweit die amerikanische Vorstellung. Und ja, dann kommen wir zum Japaner. Ja, dann zu meinen Geschwadern hier. Ich habe wieder die altbewährten Zeros, diesmal eine etwas frühere Zero, und zwar die A6M2, die dann noch einen anderen Flugzeuggrade hat. Ich glaube, die ist nur vom Beschuss her etwas, also kann etwas weniger austeilen als die letzte Zero, die ich gespielt hatte. Und halt, was halt später noch irgendwann reinkommen sollte während des Spiels, sind meine Hayabusas, die ich jetzt erst fertig bekommen habe. Ich hoffe mal, die kommen ziemlich früh rein und versuche damit Christian seine Bomber irgendwie vom Himmel zu holen. Ich hoffe, das gelingt. Und ja, ich freue mich auf fette Luftgefechte. So sieht's aus. Dann würde ich sagen, wir zappeln nicht lange und fangen direkt an. So sieht's aus.
Ja, jetzt nochmal speziell zu meiner Hayabusa, zu meinem Hayabusa-Geschwader. Also die Zeros, die kommen jetzt halt direkt von der Insel, können also praktisch jetzt direkt auf Abfangkurs gehen. Und die Hayabusas kommen praktisch, können auch ab Runde 1, müsste ich allerdings eine 6 würfeln. Die kommen jetzt halt einfach von einem Flugzeugträger, der sich halt in der Nähe befindet und brauchen dadurch halt ein bisschen länger. Aber ich habe halt die Chance, umso mehr Runden, umso höhere Rundenanzahl, umso eher die Chance, dass ich sie reinbringen kann. Genau, erste Runde eine 6, zweite Runde 5 genau, und so weiter. Und so weiter. Und ich hoffe, sie kommen in Runde 1. Dann würfel doch direkt mal live. Ich würfel mal einfach, das wär's doch, ja? Mit Ansage. Ach, nee, keine Sonne, das ist doch schon mal gut. Ja gut, dann halt in Runde 2. Alles klar, dann würde ich sagen, wir bereiten den Zug soweit vor und dann sind wir wieder da. Ich bin der Erste, der am Zug ist, da ich hier einen Ace habe, der im Vorteilsmodus ist, kann ich entsprechend als Erster ziehen. Ich werde meinen Vorteil verbrennen und werde 6 Zoll extra fliegen. Und im Anschluss meinen ganz normalen Move von 6 machen. Habe damit meinen Vorteil verbrannt. Mache jetzt meine Pilot Action und werde wieder climben. Das heißt wieder meinen Vorteil holen. Ja, das war das auf dieser Seite. Ich glaube, erst kommen alle Fünfer, ne? Erst kommen alle Fünfer. Genau. Nee, erst kommen alle mit Vorteil. Alle mit Vorteil. Alle mit Vorteil und der mit dem höchsten Level. Her, genau. Ja. Das bedeutet Vorteil, dein Vierer hat keinen Vorteil, das heißt Dreier. Der erste Dreier mit Vorteil. Da haben wir aber jeder welche, das heißt der mit der höheren reellen Geschwindigkeit. 7, ne? Das heißt deine Dreier fangen an. Ich habe eine Geschwindigkeit von 7, ja. Genau, das geht ja dann über die Geschwindigkeit. Ja. Wer schneller ist, ist schneller am Zug. Jo. Das heißt, ich übernehme die Kamera und du den Messstab. So. So auch immer so, ich muss mindestens die halbe fliegen auch, ne? Genau, richtig. Naja, ich fliege volle Granate. Renate. Den Vorteil muss ich ja nur verbrennen, wenn ich jetzt ein Manöver mache. Gut, ich kann auch einen Dive machen, da kriege ich nochmal 6 dazu. Dann würde ich jetzt nochmal einen Dive machen. Also erst machst du den Dive und dann machst du deine normale Bewegung wahrscheinlich, ne? Ach stimmt, ich muss den Dive vorher machen, ne? Genau. Ja, genau. Ich hau die 6 jetzt einfach nochmal dran. So. Hab mich bewegt. Hast deinen Vorteil verbrannt. Hab meinen Vorteil verbrannt. Hätte mich jetzt bewegt sowieso. Kann jetzt nochmal einen Turn machen. Bei der Bewegung. Aber ich mache jetzt direkt die Piloten-Action. Und gehe auch auf Climb. Genau. Dann sind, glaube ich, hier hinten deine beiden noch dran. Beiden Zeros. So wird er auch jetzt den Dive machen. Ne? Und mache jetzt die normale Bewegung. So wäre die Reihenfolge ja richtig gewesen. Ne? Mhm. So, und würde das genau parallel zu dem machen. Und hier mache ich es eigentlich genauso. Da brauche ich jetzt nicht lange zappeln. Naja, du willst mich abfangen, logisch musst du nach vorne, ne? Denke ich auch. Alles klar. So, dann sind meine Zeros durch. Das heißt, jetzt kommen deine Level 3 Flieger. Richtig. So, ich werde mit allen meiner
Staffel im Grunde genommen das gleiche machen. Werde alle nach vorne bringen. Erst der Dive. Dann die normale Bewegung. Warum der jetzt weiter hinten steht, verstehe ich nicht. Aber wäre dann wieder entsprechend neutral. Und ich climbe wieder, weil wir noch nichts in Schussreichweite haben. Und das gleiche mache ich einfach mit allen anderen. Ne, gar nicht. Der ist normal. Der ist neutral. Genau. Und eins muss ich mal erwähnen. Warlord. Ja. Danke für die Messstart. Also das ist wirklich Gold wert. Das ist wirklich eine Verbesserung um 180 Grad. Vorher hatte man einen Pappstreifen, der gerade war. Wo man die Flieger immer anheben musste die Pappstreifen da drunter schieben, um das vernünftig zu manövrieren. Und seit jetzt kann man die schön an der Seite anlegen und einfach messen. Ging das nicht früher? Ja, also im Gefecht hat man es wirklich gemerkt. Das war, wenn die ganz dicht zusammenstanden, Katastrophe. Genau, so, und dann kommt der hier noch in der Mitte. Ich hoffe, derjenige, der den Verbesserungsvorschlag gemacht hat, hat eine gute Prämie gekriegt. So, damit wären wir soweit durch bei meinen Vorteilsfliegern. Vorteilsfliegern. Dann kommen die Neutralen. Dann kommen die Neutralen. Ne, dann kommen genau die Neutralen. Die Neutralen, aber hab ich da hier. du dein Level 4 hast, bist du dran. Fange ich an. Und dann, die Kamera. Genau, dann kommen noch meine Dreier-Level. Dankeschön. Ja, ich würde jetzt hier auch erstmal den Dive machen. Den Dive, der kostet mich was. Und zwar bin ich jetzt im Nachteil von neutral. Mache jetzt meinen Move und climbe wieder auf neutral. So, hier mache ich das Pendant dazu. 6 wäre unten, Fliege 7, climbe im Anschluss. Na, es geht alles irgendwie flüssiger schon, ne? Ja. Ich rekapituliere mal, das ist unser fünftes Spiel, ne? Ja. Ja, so viel waren es noch nicht, ne? Nee. So, und somit ist mein Geschwader auch komplett durch, was ich hier zumindest auf dem Tisch habe. Genau, das andere lässt sich ja noch ein bisschen Zeit, zum Glück. Ja. Und damit kommen deine letzten Flieger. So sieht's aus. So, ich mache das etwas anders. Ich werde mit diesen Fliegern nur ganz normal mich bewegen und climben. Oh, man merkt, das sind Metallflieger, nicht so weit nach hinten climben. Hier machen wir das gleiche. Tja, die Jungs, die sind ja so abgedriftet. Hier haben wir jetzt eine Sonderregel. Da das Divebomber sind. Tauchbomber ist auch ein ziemlich doofer Name, oder? Egal. Es ist ja Sturzkampfbomber, wird es ja abgeleitet. Ja, ne? Stimmt. Das ist Aber es ist halt Dive ist Dive, ne? Der hat normalerweise eine Geschwindigkeit von 5 und hat jetzt die Sonderregel bzw. den Negativ-Trade-Laden. Dementsprechend darf ich nur ein weniger fliegen, mich mal bewegen und ich darf bei Pilotenskills auch einen Würfel weniger würfeln. Das soll darstellen, dass der halt die schweren Bomben darunter hat. Soweit die Theorie. Praktisch lege ich hier eine kleine Bombe drauf, damit das angezeigt wird, dass der beladen ist. Und fliege mit ihm dann nur 4 Zoll. Und werde dann auch hier, climben. Ja, ich sollte hier anpacken, ist besser. Genau.
Das werde ich hier genauso machen, damit die aus diesem Negativen rauskommen. Und dann sind alle Flieger soweit durch, bis auf meinen High-Cover-Flieger. Dafür habe ich hier diesen tollen Pfeil liegen. Der kann sich pro Runde High-Cover 9 Zoll bewegen, -1, weil beladen. Dementsprechend sieben und 8. Fliegt er ganz oben mit. So, das war der Zug. Nun kommt der zweite. So, Anfang der zweiten Runde. Genau, zweite Runde befinden wir uns schon und ich darf würfeln. Und ich hoffe, ich würfel eine 5. Denn dann kommen meine Hayabusas. Ah, knapp. Das ist eine schöne 4. Ja, gut, die kommen nicht. Das heißt, es geht straight weiter. Wir fangen wieder an mit der höchsten Pilotenstufe. Da sehe ich bei Christian ein Ass mit dem Vorteilstatus. Genau. Dann fängt er an. Ja. Übernehme ich das Zepter. Schön. Der ist nämlich hier, der Kollege. Genau, Los Colegas. Was mache ich denn? Shooten kann ich nicht, das ist zu weit weg. Jetzt wird es nämlich schon mal interessanter, weil wir jetzt auch schon mal gucken müssen. Genau, ich werde mich ganz normal nur bewegen, keinen Vorteil verbrennen. Oder verbrenne ich einen Vorteil? Doch, ich verbrenne einen Vorteil. Verbrenne ich einen Vorteil? Nein, ich verbrenne keinen Vorteil. So, ich bin nur geflogen. Genau. Dann kommst du mit deinen Dreier. Nein. Doch, mit deinen. Alle, die einen Vorteil haben, ne? Weil du schneller bist. Genau. Die Zeros sind ein bisschen schneller. So sieht's aus. So. Ich bin jetzt mit meinen Level 3 Fliegern vorangegangen, bin jetzt hier nur normal geflogen, also habe keinen Vorteil verbrannt und habe hier versucht, Christian seinen Jäger auszumanövrieren. Das ist mir aber nicht gelungen. Genau. Er war jetzt nicht der Nächste, das hieße, er hat hier noch ein Level mehr bekommen auf seinen Status, war jetzt praktisch Level 4 und musste dann einen Manövertest absolvieren, hat ihn geschafft, also musste nur mindestens eine 6 dabei haben, dann hat er den bestanden. Ansonsten hätte er dann seinen Vorteil verloren. Ist mir in dem Fall jetzt nicht gelungen. Und das gleiche habe ich jetzt mit den anderen beiden Level 3 Fliegern gemacht. Die haben jeweils hier versucht auszumanövrieren. Auch hier hat Christian jeweils eine 6 gewürfelt. Ist mir da also auch nicht gelungen. Ja, und jetzt kommen... Schade für dich. Ja, so ist es. Christian, seine Flieger sind dran. Los geht's. So, jetzt versuche ich auch mal den lieben Japaner auszumanövrieren. Ich setze mal den Spekulier offen ab. Ich fliege hier an dieser Stelle. 6 Zoll vor, das ist meine ganz normale Fluggeschwindigkeit. Und versuche dann entsprechend mit meiner Piloten-Action ein Out-Manöver ihn auszumanövrieren, damit er seinen Vorteil verliert. Das Ganze ist normalerweise, wenn ich einen höheren Level habe als das Gegnerflugzeug, immer so, dass das automatisch gelingt. Hier in diesem Falle haben wir beide die 3. Das bedeutet, der Gegner muss einen Manövertest machen. Ein Manövertest bedeutet der Pilotenskill, das heißt die 3 Würfel plus die Agility vom Flugzeug. Das sind auch 3. Lecko funny sind die Agility. Genau, und damit muss er mindestens einen Erfolg schaffen. Halt.
Oh, jetzt kommt noch eine Karte. Noch eine Battle Fatigue Karte, das heißt, du darfst einen Würfel wieder wegnehmen. Okay. Das heißt, deine Jungs sind erschöpft. Mhm. Und ich sehe aber eine Sonne. Verdammt. Ja. Ich musste mich nochmal drehen, genau. Das heißt, ausmanövrieren hat in dem Fall nicht funktioniert, aber der Versuch war es wert. So sieht's aus. Ja, dann sind wir auf der Stelle durch und dann mache ich mal meine nächsten Züge. Jetzt habe ich meine neutralen, nein gar nicht, meine Vorteilsflieger soweit alle gezogen. Ich habe versucht, diese beiden Zeros hier mit allen 4 Fliegern auszumanövrieren. Hat an keiner Stelle funktioniert. Außer an der letzten. Wir haben einen Würfel hier zu viel liegen. Der hat das Manöver versucht, hat es nicht geschafft. Der hat das Manöver versucht, hat ihn einmal ausmanövriert. Dieser hier hat den versucht auszumanövrieren. Japaner hat eine 6 gewürfelt. Hier das gleiche. Japaner hat eine 6 gewürfelt. Und hier drüben haben wir das auch noch einmal. Hier wurde entsprechend auch nochmal ausmanövriert. Aber der Japaner hat bestanden. Und diesen Flieger habe ich einfach nur mit einem Dive und einer normalen Bewegung 12 Zoll bewegt und am Ende 45 Grad gedreht. Genau, das waren dann meine Flieger mit Vorteil. Und jetzt kommen wir zu den neutralen Japanern. So, jetzt haben wir uns gerade in der Reihenfolge vertan. Es kamen erst meine neutralen beiden Bomber dran. Da ich zu nah an den feindlichen Fliegern bin, durch den negativen Trade, den ich habe, muss ich leider innerhalb von 18 Zoll neutral bleiben. Das heißt, ich darf nicht den Vorteil mir holen, nicht climben, nicht aufsteigen. Und dementsprechend habe ich einfach mal einen Dive gemacht, habe meine normale Bewegung dran gehangen und habe mich dann um 45 Grad gedreht mit beiden Bombern, damit die sich schon mal eingrooven auf die Insel. Ja, und hier stehen wir jetzt. Ja, die letzten Flieger waren auf japanischer Seite dran. Wir haben einmal hier den Kollegen, der versucht hat, den Bomber auszumanövrieren. Ist im neutralen Modus gestartet, hatte noch einen Dive verbrannt. Ja, und musste dann natürlich auch in den Nachteil gehen. Hat es auch so nicht geschafft. Der japanische Flieger hat sich im Prinzip nur genähert, hatte auch im Neutral gestartet, ist dann im Anschluss nach seiner normalen Bewegung hochgeklettert, hat also wieder den Vorteil erlangt. Und auf der Seite der Level 4 Japaner hat das gleiche versucht, hat es auch geschafft, den Bomber auszumanövrieren. Er musste nach unten gehen. Dadurch, dass der Japaner aber auch im Neutral gestartet ist, hat es ihn natürlich auch den Vorteil gekostet, musste von Neutral auf Nachteil. Ja. Christian hat noch seinen Bomber, der weiter oben seine Runden dreht, weiter nach vorn geschoben. Immer weiter straight auf die Insel. Und damit sind wir mit dieser Runde durch, ne? Richtig. Ja. Das heißt, Runde 3 und du darfst auf die 4 plus ob deine Hayabusas kommen. Ah, Leute, Mann. Nein, das ist wieder das gute alte christliche Würfelglück. Ja. Vor allem, ich ahne, dass ich die Flieger schon für umsonst angemalt habe. Also für umsonst ist schon mal gar nicht. Wir hatten ja schon mal eine schöne Folge Malbegleitung. Ja, richtig, genau. Also umsonst war das mal definitiv nicht. Wenigstens. Jetzt haben wir beiden Drömels vor lauter Action auf dem Spielfeld vergessen, die Kamera anzuwerfen. Deswegen jetzt eine kurze Zusammenfassung. Hier ging der Punk ab, wie man sieht, ist auf dieses Flugzeug von diesem und diesem und diesem geschossen worden. Das Fliegerchen hat 3 Treffer kassiert und hat 3 Treffer abgewehrt. Also andersrum, erst die amerikanischen nach vorne, dann die japanischen. Hier vorne ist das gleiche passiert. Ein Schuss ging auf diesen hier.
und einer wurde leider abgewehrt. Das heißt, hier ist so gut wie gar nichts passiert. Mit diesem Flieger habe ich am Ende noch versucht, diesen hier auszumanövrieren, hat aber leider nicht funktioniert. Auf der anderen Seite haben wir gerade weitergemacht. Der erste Flieger hat hier gestanden, dieser hier, hat auf den japanischen, auf die Zero geschossen und da es ein Frontalgefecht war, gibt es ein sogenanntes Deflecting Shooting, das heißt beide können gegenseitig schießen und ich habe es leider versaut. Der Japaner hat einen abgekriegt, hat den aber abgewehrt. Ich habe leider nicht abwehren können. Ja, jetzt geht's weiter und jetzt nehmen wir euch auch wieder ein bisschen. Genau. Jetzt bleiben wir einfach mal live dabei, wie Christian jetzt hier seine restlichen Wildcats ins Gefecht führt. Ich versuche jetzt hier das gleiche nochmal. Mitte Base zu Mitte Base. Bedeutet, ich komme von der Seite. Das heißt, ich kann schießen mit 5 Würfeln, weil ich habe 2 Firepower und habe einen Level 3 Piloten. Und die Zero kann sich verteidigen mit dem Level Geschwindigkeit des Fliegers und Geschwindigkeit oder Agility. Und da der Flieger natürlich eine 7er Geschwindigkeit hat, wird er natürlich die nutzen. Das heißt, er hat viel mehr Würfel zum Verteidigen. Dementsprechend kann ich da leider wahrscheinlich auch keinen Treffer landen. Wir gucken erstmal, einen Treffer haben wir. Und jetzt kannst du versuchen, die zu verteidigen. Ja, ich habe 7 für die Geschwindigkeit und 3 für den 10 Level. So, und jetzt mal keine Sonne. Da sehe ich sie schon. Eine reicht mir doch. Ja, eine reicht leider. Ja, dann brauchen wir auch keine Würfel hinlegen, ne? Genau. Also das ist schon mal abgewehrt, aber du kannst ja jetzt noch ganz normal bewegen. Das war jetzt nur die Schussabfolge, die zuerst kommt, wenn man die Möglichkeit hat. Genau, jetzt könnte ich noch den Vorteil verbrennen. Das heißt, ich könnte entweder eine 180-Grad-Drehung machen, bis zu 180 Grad, oder könnte 6 Zoll hinzuaddieren. Das mache ich nicht. Ich mache eine ganz normale Bewegung. Sprich, ich fliege bis nach hier. Und werde mich ein kleines Stück drehen. Und damit wäre die Runde für diesen Flieger, nein, nicht durch, sondern ich werde noch versuchen, deinen Flieger auszumanövrieren. Das kann ich auch noch tun. Ja. Das bedeutet, wir haben beide 3. Das heißt, du darfst einen Test machen, ob du nicht ausmanövriert wirst. Hätte ich jetzt einen höheren Pilotenskill, wäre er automatisch ausmanövriert. Ja. Das heißt, er würde einen Vorteilslevel verlieren. Und da er aber den gleichen Level hat, muss er einen Test machen. Genau. Dazu verwende ich die Agility, also die Wendigkeit plus mein Pilotenskill. Habe ich insgesamt. Das sind viel zu viele Würfel. Das sind nur 4. Nee, Quatsch, sind 6 sogar. 6, ich wollte gerade sagen. Noch ein. Ja. Und da ist auch. Eine ist immer, ne? Bei vielen Würfeln, aber wenn du wenig hast. Ja, damit hat er das gepackt. Genau. Und jetzt bekommst du abschließend hier immer noch so einen kleinen Hermes. Genau. Ja, dann ist der durch. Und dann hast du auf jeden Fall noch 2 Kameraden. Der hier würde auch, glaube ich, auf die Seite schießen. Jawotzki auf die Seite. Ich bin auch in Reichweite. Das heißt... Aber stopp mal eben. Ja. Wir sind beide im Vorteil. Ach scheiße, ja. Da kannst du nicht... Habe ich gar nicht aufgepasst. Ja. Wir sind beide im Vorteil. Also ihr könnt immer nur schießen, wenn dann der Gegner auch eine Ebene tiefer dann ist. Dann machen wir das anders. Der versucht dich auszumanövrieren, wenn er sich bewegt hat. Ja, eben, das musste. So, ich werde meine Minimumreichweite mich bewegen.
Seite zurückstellen. Werde mich noch ein bisschen wenden. Kleines bisschen nach da. Und ja, manövriere dich wieder aus. Das heißt, du darfst wieder testen. Mit 6 Würfeln. Bitte. Und jetzt bitte mal keine 6. 2 Sechsen. Glorreich. Ja. Ach, ja. Dann bekommt er auch hier seinen Hermes. Hauptsache du würfelst schlecht, wenn deine Staffel. Ja, eben, genau. Das ist wieder immer so leider der Nachteil, den ich immer habe. Ja gut. Aber bis jetzt nur ein Boomsheet, ne? Also ein Beschussmarker für die dritte Runde, ne? Also schon ganz schön was los hier, aber alle noch in der Luft. Ja, das heißt letzte Wildcat, ne? Da hinten. Die, ja. Genau, diese hier. Genau, schießen können sie ja nicht, haben wir gerade festgestellt. Dafür kann sie zumindest nicht direkt vorbewegen. Und kannst du jetzt aussuchen, ne? Dem in die Seite. Den Vierer-Level oder? Ja, den Vierer. Ja. Der andere, der ist außer Reichweite. Ja. Das sind 6 Zoll, ja. 5, glaube ich sogar noch. 5. Ja, dann Feuer frei. Wie immer. 5 Stück. 2 Firepower. Level 3. Nix? Nein. Haben wir nochmal Schwein gehabt, ne? Der ist ja schon im Nachteil. Das stimmt. Beim Treffer, wenn ich den nicht gesaved hätte, wäre er nämlich abgeschossen. Genau, wäre er sofort abgestürzt, dann wäre es das für den Flieger gewesen. Aber, so what? Ja. Dann war der durch, ne? Der hat jetzt geschossen, kann nichts mehr machen, also Hermes. kriegt er sein Hermes. Und dann ist der durch. So, Christian hat jetzt hier noch seinen Bomber. Mein Bomber, der darf fliegen. Als nächstes, weil neutral und halt Fliegerass. Der ist noch vor meinen Japanern im Neutral dran. Das bedeutet, ich fliege meine 4. Wie gesagt, er ist ja immer noch beladen. So, und werde auf den schießen. Stimmt, der hat ja diese rückwärtige... Nein, nicht rückwärtig, er hat einen Turm. 360 Grad? Mhm, genau, er kann 360 Grad schießen. Dementsprechend werde ich mal meine Würfel zusammensuchen. Wir haben Piloten-Skill 5. Ein Piloting-Skill habe ich durch das Laden leider weniger. Das bedeutet... genau, -1 Piloting-Skill und das Turret hat ein Firepower. Sind 5 Stück. Und schon wieder nichts. Das läuft da, so kann es bleiben. Das sind doch deine guten Ami-Würfel. Ja, sind sie. Das stimmt schon. Genau. Damit bist du durch. Ne? Das heißt, ich bin ein Hermie. Jo. Ja. Ich habe einmal hier diesen Flieger. Da will ich jetzt mal gucken, ob eventuell ein Manöver was bringt. Oder ob ich einfach ein bisschen hier rumfliege und den versuchen. Ein Manöver bringt, glaube ich, nichts. Da bringe ich mich selber in Bedrängnis. Wobei. Ne, das mache ich mal. Und zwar mache ich jetzt ein Manöver. Das heißt, du verbrennst einen Vorteil. Ich verbrenne den Vorteil. Mache 180 Grad Turn an irgendeinem Punkt meiner Bewegung. Genau, das war es nämlich. So.
Das heißt, ich fliege nur die Minimalreichweite von 4, mache den 180 Grad Turn, muss verbrennen. So, und mache als Piloten-Action dann wieder den Climb nach oben. So, und jetzt ist die große Preisfrage. Es gibt ja noch eine Geschichte, das Verfolgen. Wenn ich im Rücken bin. Das Tailing. Das Tailing, genau. Eine Maschine zählt als Verfolger, wenn es seine Bewegung innerhalb von 6 Zoll und im Heckbereich des Ziels beendet. Ja, und das würde ich mal einfach so behaupten, dass es so ist, ne? Hier bei diesen Kollegen. Und das bedeutet, dass du in eine nachteilige Position dadurch gerätst. Aber ich würde mal sagen, da sind so viele Flieger. Da haben wir bestimmt dann gleich den Wingman-Effekt. Könnte sein. Das heißt, wir schauen nochmal schnell nach, ja, und dann sind wir wieder da. So, wir haben jetzt hier nochmal eben nachgeschaut. Ich hatte jetzt hier mit dem eine 180-Grad-Drehung gemacht und wollte jetzt dieser Wildcat praktisch in den Rücken fallen. Tailen nennt sich das. Jetzt muss man aber aufpassen, hier gibt es einen kleinen Pfeil in der Front auf der Base und dieser Pfeil muss wirklich genau hier praktisch auf diese Base-Befestigung zeigen, genau in die Mitte, damit man ihn tailen darf. So, das tut er jetzt nicht, wenn Christian hier nochmal zeigt. Genau. Schau dir nämlich hier hin. Anders verhält sich das jetzt bei dem Wingman-Effekt, den wir parallel auch noch haben. Durch diese Wildcat, hier gilt das mit dem Pfeil nicht, sondern praktisch hier diesen Frontradius, der muss diese Maschine abdecken, damit hier der Wingman-Effekt kommt. Das tut es halt. Genau, wir haben jetzt hier beides, wir tailen nicht und haben einen Wingman-Effekt. Genau. Dementsprechend klappt das hier für die Maschine nicht. Genau, nochmal zu rekapitulieren. Wingman-Effekt, das Tailing bedeutet, wenn man einen Flieger hat, der hier im Advanced wäre, wäre er sofort im Disadvanced und man könnte ihn sofort abschießen. Ja. Der große Vorteil dieses Effekts. Deswegen wahrscheinlich ein bisschen entschärft. Genau. Weil so genau kann man es erst sehen in der neuen Edition, weil man etwas bessere Schaubilder gemacht hat, ne? Genau, das hatten wir vorher halt immer sehr oft gespielt, dieses Tailing. Das kam uns dann auch schon komisch vor, weil das immer meistens mit einem Abschuss gekrönt wurde. Weil man dann nachher noch diese Piloten-Action hat, dann kann man halt nochmal schießen. Wenn man halt entsprechend würfelt, ist die Maschine halt abgeschossen. Ja, aber das haben sie jetzt scheinbar hier entschärft. Genau. Das ist ganz in Ordnung, ja. Ja. Muss man nur genauer aufpassen, wie man sich setzt. Ja. Mit seinem Genau. Flieger. Richtig. Genau. Ja, dann würde ich sagen. Mache ich die nächste Maschine, ne? Genau. Das wäre jetzt die kann man ja auch nochmal live machen. So, und zwar ist dieser Bomber hier immer noch Im Nachteil. Das heißt, ich schieße erstmal direkt drauf. Wusste ich unser Beschuss. Oh, ich darf Deflecting Shooting machen. Ja, das darfst du. Aber ich sehe, ich komme gar nicht ran. Oh, da komme ich auch Ich nicht kann ran. nicht schießen. Das heißt, ich kann mich jetzt nur bewegen. Mach die 4 und richte mich hier noch ein bisschen aus. Und ja, schieße nochmal, aber dann kannst du auch schießen. So sieht's aus. Und da ich ein Ace habe, machen wir eine kleine Pause und ich suche meine Ace-Karten. Ja. Ja, und dann werde ich jetzt erstmal schießen. Mal gucken, ob was dabei rumkommt. Natürlich nicht. Juhu. Wenig Würfel. Ja, du brauchst immer mindestens 10 Würfel. Ich Genau, weiß, damit du eine Sonne für kriegst, ne? So eine 6. Ja, und jetzt kann Christian noch durch das Ass hier noch irgendwelche speziellen Karten spielen. Genau, ich habe noch 2 schöne Karten. Die eine heißt Accurate. Da kann ich einen extra Firepower Würfel würfeln.
Und die andere heißt Killer Instinct. Innerhalb von 3 Zoll oder weniger wird jeder Treffer, der gemacht wird, als kritischer Treffer gezählt. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich deine Zero jetzt vom Himmel hole. Ja, guck mal. Genau, ich gebe dir mal die Kamera. So, ich habe einen Ace, der macht normalerweise 5 Würfel. Durch die Beladung von der Bombe habe ich nur 4 Würfel. Dann habe ich durch die Ace-Karte einen extra und durch meine Kanzel habe ich entsprechend nochmal einen Firepower. Das sind 6 Würfel. Und ich kann es nicht. Da kann ich schon mal mit einem Nachteilsflieger auf einen neutralen schießen und... Tja, es soll nicht sein, ne? Ja. Das sind immer wieder diese Situationen. Ich sag dir, ein Boomshit im ganzen Spiel. Ja, das ist krass, ne? Hammer. So, der kriegt hier den Hermes. So, was haben wir denn jetzt hier noch so stehen? Ich sehe noch einen nachteiligen Japaner. Hier haben wir nichts mehr, ne? Nee, doch, hier ist noch ein Nachteil. Hier ist noch ein nachteiliger Japaner, genau. Dann sind die erstmal dran. Wobei, was ist denn eigentlich... Ne, der kommt immer zum Schluss. Gleich. Ja, genau. Gut. Dann muss ich gleich am Ende der Runde die Aktion machen. Ach, ne, der hat auch schon, ne? Der hat schon ein Hermes. Ja. Aber hier, dein nachteiliger Bomber ist zuerst dran. Dann kannst du den Versager gleich mal ziehen. Ja gut, er hatte eine Chance, mit der hat er einfach nicht gerechnet. Das ist so ein Japaner. Ich kann jetzt den Vorteil leider nicht verbrennen, sonst würde ich 6 Zoll weiterfliegen, aber ich habe jetzt hier leider nur 4 Zoll. Dann kann ich auch die kurze Schablone nehmen. Ja, du kannst ja jetzt auch nichts verbrennen, du bist ja schon unten. Ja, ich bin schon ausgebrannt, ja. Direkt dazwischen, ne? Jo, da stehe ich direkt zwischen den Jobsen. So, dann darf ich mich noch ein bisschen drehen. Irgendwo hatte ich auch da. Der tolle Winkel. Also bei den Schablonen haben sie sich diesmal wirklich... Ja, die sind wirklich brauchbar jetzt. Definitiv. So, fröhliches Gruppenkuscheln da. Okay. Genau. Fröhliches Gruppenkuscheln. Jetzt habe ich noch eine Pilot Action und diese Pilot Action heißt aufwärts auf den neutralen Status. Dieser Größenvergleich, der ist auch nett, oder? Zwischen den beiden Fliegern. Ja, gut, ne? Ist jetzt halt ein Bomber. Auch wenn es nur ein Sturzkampfbomber ist, aber er ist ein bisschen gewaltiger. Okay, dann haben wir das und dann sind jetzt meine restlichen Flieger erstmal dran, ne? Genau, deine Japaner. So, ich bin ja hier nachteilig mit dem Japaner. Ich werde also 4 fliegen und mich hier erstmal ein bisschen ausrichten. Und dann werde ich im Prinzip climben müssen, weil sonst funktioniert das alles nicht. Das war es im Prinzip jetzt hier. Mehr kann ich hier nicht machen. Und hier haben wir den Vierer. Verhält sich eigentlich fast ähnlich. Ich muss, ja, wobei ich kann hier ein bisschen weiter raus. Ich gehe mal auf die 6. Und wo ist hier der Winkel da? Und werde in diese Richtung einschlagen und mich dann auf neutral hocharbeiten. Ja, so viel dazu. Dann darfst du jetzt noch deinen in den Wolken versteckten dritten Bomber noch ziehen. Ja,
Dann... Da kommt ja schon sehr gefährlich der Insel jetzt nahe. Ne? So sieht's aus, ne? Oh, ich habe die... Ist hier noch ein Zoll? Genau, ein So? Zoll, ja. Genau. Das sieht doch schon mal gut aus. Dann sind wir jetzt Runde 3 Ende, ne? Richtig, jetzt sind wir in der 4. Runde. Also wie ihr seht, es ist irgendwie, es passiert viel, aber auch wieder nicht. Also es ist viel Bewegung, aber kein Abschuss oder irgendwas, ne? Ja, Also wir versuchen es aber, also wir schießen schon, ne? Aber es wird dann immer gesaved. Ja, mal gucken, wie es jetzt in der 4. Runde, wie viele Runden spielen wir eigentlich? Bis der Hafen platt ist. Was hast du eigentlich gesagt? Fällt mir gerade mal so die Schuhe. machen wir wie üblich, oder? 6 plus Würfelwurf. 6, ja, genau. Ich glaube, das ist sinnvoll. Ja, okay. Dann sehen wir uns bei Runde 4. Nicht, sondern einen neutralen Würfel. Nee, das darfst du nur mit den japanischen machen. Okay, gut. Was brauche ich denn? Eine 3, ne? Jetzt brauche ich eine 3. Jetzt brauchst du eine 3. Meine Güte, ey. Läuft. Wie geschnitten Brot. Ja, was soll man machen? Läuft nicht. In der nächsten Runde nochmal versuchen. Mhm. Ja, weniger als 1 geht ja nicht, ne? Du kriegst das hin. Es gibt. In der letzten Runde kommt sie rein. Entschuldigung. Egal. Ja, wir machen uns gleich weiter lustig. Wir überlegen und dann sind wir wieder da. Wir sind in Runde 4. Ich habe hier vorne eine Bewegung gemacht, eine 180-Grad-Rolle und bin ein kleines Stück zurückgeflogen. Und jetzt haben wir hier drüben Diese Flieger hier. die japanische Zero. Die da. Die will meinen Bomber. Der da. Versuchen abzuschießen. Den will er versuchen abzuschießen. Er schießt in die Seite. Laut seinem Feuerbereich. Und kann jetzt entsprechend würfeln. Und zwar. Boah, 2 Sechsen. Das ist ein Crit. Kritischer. Are you crazy? Das heißt, beim kritischen Treffer kann man nur schwer ausweichen und somit wird die Agilität des Ziels um 1 reduziert, falls du die jetzt benutzt. So. Ich benutze nicht die Agilität, ich benutze nämlich den Speed, Ja, weil ich das ja bei dem Seitenschuss machen darf, Ja, wie ich klar. lustig bin. Und dementsprechend. Zack. Ha! 2. Schaffst du die? Kann man nichts anderes sagen. So sieht's aus. Jo, dann war's das schon mit dieser Aktion da, ne? Schade. Genau. So ist das, ne? Hätte ich mal den Bomber hier mal richtig gut treffen können. Ja, so ist das, ne? Okay, dann geht's hier weiter. Genau. Der nächste Japaner. Ja, da machen wir Folgendes. Wir fliegen mit dem Japaner 4 Zoll nur und machen einen Richtungswechsel um 45 Grad und sagen dann mit klein. Der ist aber ganz schön am Knirschen, der Climber. Fehler. Wir haben diesen Flieger nochmal zurückgemacht, weil der hatte nämlich Neutralstatus. Ja. Wir meinten eigentlich diesen Flieger. Ich habe mich auch gewundert. Ich hatte doch jetzt nur 2 Flieger. Den habe ich jetzt genommen. Ach herrje. Ja.
Das kann passieren. Im Eifer des Gefechtes. Ja, echt, nee. Sieht den Himmel vor lauter Flugzeugen nicht, ne? Ja, aber du willst ja immer noch mehr reinbringen. Stimmt. Ja, dann machen wir hier halt 7 maximal. So, und machen einen kleinen Dreh. Und dann würde ich einfach mal sagen, wir manövrieren diesen Kameraden jetzt hier aus. Als Piloten-Action. Versuch's doch. Oh, ja. Meh. Das heißt, das war Manöver, ne? Manövertest. Das heißt, ich bin ein Ace. Ja, aber kannst ja trotzdem versuchen, ne? Mhm. Hilft ja nichts. Was war das, der Manövertest, ne? Mhm. Also Wendigkeit 3 plus Pilotengeschichte. Aber ich kriege jetzt dadurch keinen Malus, ne? Ja. Du kriegst ja nur einen Bonus gleich. Kannst du stecken lassen. Hat nichts gebracht. Dafür hast du meinen Marker durch die Gegend geschossen. Ja. Bisschen Schwund ist immer. Jo. Jetzt muss ich gucken, das ist der richtige hier. So, und dann war's das von meiner Seite. Dann bist du dran. Gut. Dann überlege ich mal, was ich mache. Ich fliege hier mal mit dem Flieger ein Stückchen vor. Bis zu 6. Wir wollen ja hier den Wingman machen. Wing, ding, ding. Genau. Ich bin ganz normal geflogen und als Piloting Action, da ich ja kein Climb machen muss, versuche ich diesen hier einfach mal auszumanövern. Mhm. Ja. Jo, dann. Dann Wendigkeit plus Piloten. Level. Wendigkeit. Ach, die waren ja nicht so wendig. Ja. Ja. Dann ist der erledigt. Jo, dann mache ich hier. Verbrenne ich ein Level. Zack. Fliege 2 vor. Mache eine 180 Grad Drehung. Andersrum. Die nicht ganz 180 Grad ist. Und fliege noch meine restlichen 4. Und werde dann wieder climben. Mhm. Ich mache hier das gleiche. 180 Grad Drehung. Fliege aber nur meine 4, 3, mein Minimum.
und Climb wieder, deswegen habe ich das gar nicht runtergemacht. Mhm. Dann mache ich hier das ist auch sehr ähnlich. Ich fliege erst 2 nach da. Mache mache eine Drehung in die Richtung, auch keine 180. Fliege bis da und wieder klein. Damit habe ich die alle geflogen. Mhm. So, und jetzt hast du ja auch noch Maschinen, eine zumindest. Genau. Mit der fliege ich 3. Diese Metallflieger, ne? Ja, dann drehe ich mich 45 Grad. Da ist das schon. Ne, das ist die große. Ich nehme lieber die kleine, genau, die große ist besser. Und würde sagen, ich schieße. Können beide, ne? Beide Fronten, ne? Warte, ich überlege noch. Ich habe mich bewegt, habe 45 gedreht. Ach so, wegen deinem Level. Bist du denn im Vorteil oder bist du neutral? Ich bin im Vorteil. Ich habe den gerade noch ein bisschen nach vorne gemacht, so. weil der immer so kippelt. Ja, so geht auch. Ne, ich mache kein Schießen, weißt du was? Ich mache Ausmanövern. Okay. Mhm. Genau, hier an dieser Stelle hat das Ausmanövern funktioniert. Dementsprechend ist der japanische Flieger im Nachteil und meiner weiterhin im Vorteil. Gut, dann würde ich sagen, sind alle mit Vorteil soweit geflogen. Das heißt, die japanischen Neutralen sind dran. Sprich, hier ist einer, da ist einer und da ist einer. So, die neutralen japanischen Flieger haben sich bewegt. Hier vorne einfach sich bewegt, 45 Grad gedreht und einen entsprechenden Climb gemacht. Jetzt hatte ich eine Wortfindungsstörung. Dieser hier hat das gleiche gemacht, hat sich bewegt, eine 45 Grad Drehung nach rechts und auch einen Climb gemacht. Und welcher war es noch? Dieser hier. Der hat annähernd das gleiche gemacht. Genau, damit die ganzen Flieger einen Vorteil haben und gleich entsprechend agieren können. So, wir hatten jetzt hier leider noch was vergessen. Ich hätte hier mit meinen ganzen Zeros nicht zuerst agieren dürfen, sondern die 2 neutralen Bomber waren natürlich vor mir dran. Hätte aber in den allgemeinen Bewegungsabläufen jetzt überhaupt gar nichts gemacht. Also von daher haben wir es auch so belassen. Christian ist jetzt jeweils von da hinten über einen Dive, hier auch von der Position nach vorne, hat im Prinzip seinen Vorteil verbrannt, sich bewegt und als Piloten-Action dann den Climb gemacht, also wieder in die neutrale Position und steht jetzt unmittelbar vor der Hafenanlage. Genau. Deshalb bin ich gespannt, was mich jetzt in der nächsten Runde erwartet. Ja, Runde 5. Es besteht immer noch die Chance, dass die Hayabusas nicht kommen. Lass uns bitte noch nicht die Runde 5 anfangen, weil ich möchte nämlich... Ach so, stimmt. Er muss sich auch genau. bewegen. Ja, mein Flieger, mein letzter Bomber,
Der bewegt sich jetzt vor, oder? Auf die Insel? Nein, der kommt am Ende der 4. Runde, darf ich mich jetzt entscheiden. Also ich darf ja entweder dieses Manöver machen, dass ich immer weiter gehe, oder meine andere Aktion, die ich auswählen darf, ist, ich darf den Flieger einsetzen am Ende der Runde, weil die Aktion des High... Dieses, Der über den Wolken, genau, nenne ich jetzt einfach mal. Hardcover, irgendwas so. Ja, Highcover, so hieß es genau. Gibt es 2 Aktionen. Einmal die Fortbewegung, wie das Outflanking. Das heißt also praktisch, dass man diesen Marker vorschiebt. Und die zweite Aktion ist ja, innerhalb von 1 Zoll um den Marker kann man seinen Flieger hinstellen und dann in der nächsten Runde kann er ganz normal am Geschehen teilnehmen. Reinkommen tut er dann im Vorteilsmodus. Dementsprechend habe ich ihn jetzt gerade nach hinten gezogen. Ja. Genau, so weit sind wir. Und jetzt sind wir in der 5. Runde. Jetzt sind wir in der Runde 5. Jetzt kommt der alles entscheidende Wurf. Ja, Gott sei Dank. Ich dachte schon, du würfelst eine 1. Also kommen jetzt die Hayabusas rein. Jetzt müssen wir noch würfeln. Von welcher Seite? Wahrscheinlich von da hinten. Genau, wir haben uns verständigt. Von dieser Seite 1 bis 2, seine eigene Kante 3, 4 und die andere Außenkante 5 bis 6. Na, dann würfel mal. 1. 1. Sie kommen von links. Von mir links, von dir rechts. Ja, ist ja die komplette Seite im Prinzip, ne? Also genau, die kannst du jetzt da reinmachen, wie du lustig bist. Ja. Das heißt aber, wir machen ein kleines Päuschen und räumen mal kurz auf. Ja. Da kommen sie, da kommen sie, da kommen sie. Ich glaube, die haben sich verflogen. So lange, wie die gebraucht haben. Ja, im Prinzip 3 Maschinen, die schon im Vorteil gestartet sind durch den Anfangswurf. Und 3 Maschinen im neutralen Modus. Ja, hier nehmen wir mal alle Marker wieder weg. Genau. Und das ist die neue Runde. Damit wir auch hier sehen, wer was kann. Und so. Das ist wieder frei. Ja, sieht schon in der Gesamtaufnahme ganz schön beeindruckend aus, was hier alles rumfliegt. Ja, ne? Krass. So. Jetzt wird es interessant. Jetzt sind viele Maschinen im Vorteil auch. Mann. Da bin ich ja mal gespannt. Ja. Sonne Übermacht. Du bist dran. Alles klar. Ja, dann gehe ich mal in mich. So, Dalle. Ich werde hier mal eine ganz normale Bewegung machen. So, und jetzt zeige ich dir mal, wie das mit dem Tailen funktioniert. Kannst du auch den Laser nehmen, um es genau zu machen, ne? Da, also. Genau, ihr müsst im Prinzip jetzt bei dem Winkel jetzt genau setzen. Das funktioniert eigentlich fast nur so richtig perfekt mit dem Laser. Dass ihr jetzt praktisch genau den Mittelpunkt erwischt, um das jetzt durchführen zu können. Genau. Im Regelwerk sieht es immer aus, als ob die auf das Heck zielen. Aber wir müssen immer von Base zu Base messen. Und dementsprechend ist es wichtig, dass der Mittelpunkt der einen Maschine auf den Mittelpunkt der anderen Maschine zeigt. Ja. Und dann ist der Flieger getailt und geht sofort in den Nachteil. Ja. Da diesmal kein Wingman-Effekt sein kann, weil keiner von den Maschinen in der Nähe ist, habe ich auch den großen Vorteil, dass das funktioniert. Das bedeutet, ich darf jetzt schießen. Ja. So. Dann hole ich mal meine Würfel. Da dieser Flieger ein Ace ist, hat er 5 Würfel. Ich
ziehe auch erstmal noch meine Karten, bevor ich irgendwas anderes mache. So, das bedeutet, ich habe 5 und 2 für die Maschine. Und was bekam ich noch für die Maschinen, die waren verwundbar, ne? Das heißt, ich kriege einen mehr, ne? Du kriegst hier einen mehr. Genau. Die Zeros sind im Grunde nur aus dem Holzgestell und dementsprechend sind sie sehr verwundbar. Und ja, das bedeutet, dass ich da etwas mehr mit einen Schuss mehr bekomme, praktisch einen Würfel mehr bekomme. Und ich werde noch versuchen, beziehungsweise nicht versuchen, ich werde noch die Aggressive-Karte spielen auf den Ace. Das heißt, ich werde gleichzeitig versuchen, den auszumanövern. Mhm. Genau, weil ich kann dann nämlich schießen und ausmanövern mit dieser Karte. Also wird die abgelegt. Ich mache jetzt aber erstmal die Schussattacke. Ich bin so ein Könner, ne? Ich bin so ein Könner. Gar nichts. Nothing. Krass. 8 Würfel und Nothing. So, jetzt hoffe ich, dass das wenigstens das Outmanövern funktioniert ja automatisch. Ich bin ja innerhalb der Reichweite. Stimmt, und ja. Du bist ein Dreier Ja. und dementsprechend wenigstens das. Mann, 8 Würfel und Nothing. Man kennt es doch. Ja. Wir haben jetzt die erste Bombenattacke, nachdem wir lange Zeit jetzt nicht aufgenommen haben, weil unser Akku leider den Geist aufgegeben hat. Den ersten Bomber haben wir gerade schon abgehandelt. Der Hafen hat 2 sogenannte Point Hits. Das heißt, hier sind 2 Schiffe, die ich abschießen kann. Und 2 sogenannte Area Hits. Das ist der Hafen selber, der getroffen werden kann. Und dementsprechend habe ich schon je einen getroffen. Ich habe einmal hier einen sogenannten Point Hit gelandet und einen sogenannten Area Hit hier mit der Bombe. Ich kann verschiedene Angriffe machen mit einem Flieger. Ich kann einen sogenannten Straving Attack machen. Das heißt, ich mache einen Überflug und schieße meine MGs, Autokanonen etc. und verteile die Munition großflächig. Ich kann eine Bombenattacke machen als zweites. Das können ganz normale Bomber. Da gibt es dann 3 verschiedene Sorten von Bomber. Eine einmotorige, eine 2- oder 3-motorige und eine 4-motorige. Das heißt, wie viele Angriffswürfel für die Bombenattacke gemacht werden. Die einmotorige Bombenmaschine macht einen Hit. Die 2 oder 3 macht 2 Hits und die 4-motorige macht 4 Hits. Das Ganze kann man dann entsprechend addieren zu seinem Pilotenwert und bei der dritten Art von Attacke, das heißt, ich habe hier einen Dive Bomber, der bekommt nochmal zusätzlich pro Level, die er sich wieder in den Nachteil bringt, nochmal einen Würfel dazu. Wenn wir das jetzt mal rekapitulieren, habe ich hier einen Level 5 Dive Bomber, der entsprechend 5 Pilotenwürfel hat. Ich bekomme für den Bomber an sich einen Würfel und ich bekomme dafür, dass ich gleich den Vorteil verbrenne, nochmal einen Würfel dazu. Dementsprechend habe ich jetzt 7 Würfel, um dort einen Treffer zu verursachen. Mit den Bomben kann ich Area Hits machen, mit Straving Attacken kann ich nur Point Hits machen. Das heißt, da kann ich mit nur Fahrzeuge beschädigen oder ähnliches.
Und wenn ich, sage ich jetzt mal, ein Landefeld oder ähnliches von einem Flughafen kaputt machen möchte, muss ich Area Hits machen. Das heißt, das kann ich nur mit Bomben machen. So, dementsprechend werde ich jetzt einfach mal meine Würfel würfeln. Ich habe hier einen Erfolg. Das bedeutet, da gibt es keine Abwehr gegen. Die Bombe hat Area technisch getroffen. Und zack, die Insel ist getroffen. Als zweite Aktion kann ich mich jetzt ganz normal bewegen. Das werde ich 4 Zoll weit tun. Und da ich gerade mit den Dive-Bomben meinen Vorteil vergeben habe, kann ich noch einen Strafing-Angriff machen über die ganze Geschichte. Das heißt, ich muss im Disadvantage, also im Nachteil sein, um das zu machen. Das heißt also praktisch, ich fliege nach unten leicht und werde jetzt alle meine Waffen nochmal abfeuern auf die Insel. Sprich, das ist das übliche 5 Würfel für den Pilotenskill und ein für die Feuerkraft, die der Flieger hat. Und da haben wir einen weiteren Hit. Das heißt, das zweite Bötchen ist auch entsprechend versenkt. Somit habe ich mein Missionsziel erreicht. Ja. Das heißt, der Hafen ist zerstört und 2 Schiffe sind zerstört. Da müssen wir uns im Nachgang noch ausdenken, was das für Effekte hat. Aber ja, der Amerikaner hat auf alle Fälle das Missionsziel geschafft. Und jetzt muss ich versuchen, natürlich wieder nach Hause zu kommen. Mal gucken, wie viel von mir noch heile wegkommt. Nachdem gerade meine Bomber ja die Insel als auch die beiden Schiffe entsprechend zur Strecke gebracht haben, drehe ich mich jetzt so langsam mit meinen Fliegern um. Ich habe hier die beiden Flieger schon mal Richtung Heimat steuern lassen. Hier im hinteren Bereich versuche ich das gleich auch. Im vorderen Bereich hat sich noch eins ergeben. Ich bin mit dem Flieger auch schon Richtung nach Hause geflogen, hier Richtung Heimatkante, und habe hier auch noch einen Treffer gelandet und der Japaner hat leider nicht verteidigt. Abgeschmiert. Einer weniger, genau. Ansonsten hat sich nicht viel getan. Hier vorne die Hayabusas haben sich alle ein bisschen nach vorne bewegt. Ja, und alles andere haben nichts großartig geschossen, sondern haben uns nur bewegt und Stellungskrieg gemacht. Genau, dann würde ich sagen, kommt die 6. Runde. Und damit die letzte. Ne? Und damit die letzte. Wir haben gerade schon mal vorher gewürfelt, ob noch eine neue kommt. Das heißt, eine 7. wird es nicht geben. Das heißt, jetzt ist die letzte Runde. Ja, Zeit für dich, noch ein paar Flieger abzuschießen, damit du ein paar Punkte generierst, ne? Ja, muss ich wohl. Weiterfliegen. Und noch auf 45 Grad drehen. Ja, Christian versucht weiter, seine Maschinchen nach Hause zu bekommen. Genau. Und wieder entsprechend in den Advance. Zack. So, als nächstes ist dein Der dran. Vierer dran, genau. Gib dir mal hier die Kamera. Ja, ich guck mal, ob ich hier noch irgendwas vom Himmel holen kann, würde ich mal so behaupten. Ja. Ne? Ich glaube, der Bomber ist prädestiniert, Der ne? Bomber wird jetzt funktionieren, ne? Den würde ich, glaube ich, direkt jetzt shooten können. Klar. Dann versuche ich erstmal zu schießen. In Front. Das heißt, du darfst auch, ne? Genau, richtig. Ich darf gleich zurückschießen. Mal gucken. Ja, einen. Alles klar, dann versuche ich. Ich habe einen 5er. Du hast einen 5er und +1. Ne? Genau. Du kriegst noch einen wegen Holzklasse. Holzklasse. Jo,
2 Treffer. 2 Treffer, das ist ein kritischer sozusagen. Genau, jetzt müssen wir beide, glaube ich, verteidigen, ne? Jetzt müssen wir beide verteidigen in Front. So, das heißt, diesmal muss ich nehmen die Wendigkeit plus das Level. Minus 2 jetzt. Ach nee, ich kriege ja wegen kritischen kriege ich ja minus 1 auf die Wendigkeit. Genau. Das heißt, das sind so 5. Bam. Das heißt, ich bekomme 5 plus meine Wendigkeit von 1 sind 6, ne? Mhm. Ja, du hast es sauber gelöst und ich krieg 2 Boom Sheets, ne? Genau, 2 Treffer und Verliere eine Stufe. Wobei ich mit die Pockets einen Boomshit verhindern. Einen kannst du verhindern, Nur glaube ich, ne? Weiß ich nicht, beide? Ich habe 2 Karten, hier steht nichts, dass ich. Ja, dann spielen wir beide. 2 Karten, dann würde ich mir die Boomshits sparen. Alles klar, dann sind wir gleich wieder da. Ja, nach diesem Flieger kommt jetzt der Rest. Und zwar würde ich hier mit dieser Zero weiterarbeiten. Ich fliege hier auf Anschlag. Bin wieder im Vorteil. Können aber wieder beide schießen, weil ich in Front Geschichte beginne. Das heißt, robust bist du ja nicht. Außer habe ich wieder 4. Hab wieder einen Treffer. So. Ich habe 2 Treffer. Jetzt kommen sie auf einmal, hä? Das sag ich dir. Die Bomber sind echt hier. 3 sogar. Man of the Match. Ne, da habe ich glaube umgedreht. Achso, okay. Ich habe 2 gesehen. Ist auch egal, 2 reichen, das ist ein Crit. Ja, ich muss das heißt wieder Wendigkeit. Ein weniger Wendigkeit. Heißt, ich habe wieder nur 5. Ich habe einen gesaved. Ich habe keinen gesaved. Dann kriegen wir beide einen Boomshit, ne? Beide einen Boomshit und beide das. Ah ja, genau, einen. Du bist normal und ich bin disadvantaged, genau. Boomshit hast du dir hingelegt? Ne, habe ich noch nicht getan. Genau. Super. Ich krieg diesen auch an, weil ich keine Karte mehr habe zum Retten. Mhm. So, dann habe ich hier den zweiten. Der hatte ich hier auch direkt. Jetzt müssen wir mal gucken, ob das jetzt Side oder Front ist. Ich würde sagen Side. Front. Oder? Front. Dann gleiches in Grün, ne? Ja. Als ob ich dich jetzt abschießen kann, das wäre jetzt toll. Einen. Ich verteidige erstmal. Auch einer. Also verteidigt ist er. Und Attacke 2 Stück. Muss ich wieder 2 retten, ne? Ja. Wieder 5. Ja. Einen nur gerettet, also geht wieder einer durch, also wieder ein Bullshit für mich. Und ein Level. Du hast gerettet, ne? Mhm. Und ich bin hoch, genau. Da. Okay, so, was haben wir denn noch? Jetzt haben wir noch die Hayabusa. Hast du noch irgendwas oben? Du hast welche oben, ne? Die Wildcats da hinten. Ja, die. Da müssten wir jetzt würfeln, die hier auch. Die müssen ein bisschen zur Seite. Dann würfeln wir erstmal, weil wir die gleiche Geschwindigkeit haben. Genau. Ich habe eine 6. Ja, dann fängst du an. So, dann würde ich sagen.
verbrenne hier meinen Vorteil, mache eine Sofortdrehung. Und fliege 6 Zoll nach vorne und gehe wieder in den Vorteil. Jo. Dann müssen wir jetzt wieder würfeln, ne? Mhm. 6. Eine Hayabusa. Ja, Hayabusa. Fliege 6. Das ist die letzte Runde. Tja. Schießen. Na, wird ja auch nicht gehen, weil du bist ja oben. Eigentlich können die gar nichts mehr so wirklich schaffen, ne? Nö. Die sind zu spät gekommen, die Jungs. Ich kann nur versuchen, dich runterzubringen hier, um den vielleicht noch abzuschießen. Versuch dich, ja. Zu teilen. Out und flanken. Dings. Ja, Gedöns. Ja. Ausmanövrieren. Genau. Ja, dann darfst du würfeln. Auf ihn hier. Das heißt, eine 3 plus Agility. Geschafft. Das heißt, du bist jetzt im Neutralen, da könnte man dann schon eher was schaffen. Ja. Dann würfeln wir die nächsten. Bin ich nochmal dran. Ja. Dann jage ich hier noch eine hinterher, dann ist sie eigentlich auf dem gleichen Level. Und dann dreht die sich ein bisschen in die Richtung. Kommt aber auch nicht ran und die versuche ich auch nochmal auszumanövrieren. Nein. Nicht geschafft. Okay, dann nochmal der Spaß. Eine 4. Und 1. Verdammt. Ja, dann. Versucht die das auch noch mal. Jo, das kostet dich wieder eine Stufe. Schauen wir mal, ob wir die wenigstens noch irgendwie schaffen. So, dann bist du mit deinen vorteilhaften Wildcats dran, da hinten. Genau. Ja, die Wildcats hier. Tja, was werden die machen? Natürlich einfach mal ein Burn. Genau, die werden einen Dive machen. Zack, 6 Zoll. Normale Movement dazu. Nochmal 6 Zoll. Schwupp. Und werden wieder in den Advance gehen. Das heißt wieder steigen. So, der daneben stand, der macht genau das gleiche. Zack. Zack. Die 2 fliegen schon mal nach Hause. War's das mit dem? Genau. Jetzt kommen die Zeros dran, die im Neutral-Modus sind. Der jetzt zum Beispiel. Genau. Oh, jetzt nur mal gucken, ob wir hier jetzt noch was geschafft bekommen. Ja, die schießen. Das ist wieder Seite, ne? Seite oder hinten? Ich würde sagen hinten, ne? Ja. Hieße, du kannst auch, glaube ich, schießen, ne? Oder? Nee, du bist. Wie ist das denn bei deiner? Kannst du den Laser nochmal dran halten? Ja. Ich würde ja fast sagen, du tailst mich, ne? Fast. Ja, aber du bist ja eh schon unten. Stimmt, lohnt sich nicht, ne? Ja, kannst nochmal schießen.
Die Frage ist mit deiner Kanzel hier hinten, aber kannst du glaube ich nicht schießen, ne? Ja, ich kann schon schießen, aber was bringt mir das Zurückschießen mit der 360 Grad jetzt? Ich glaube, Deflecting Shooting von der Seite. Nee, schießen kannst du ja nur, wenn du aufeinander dich zubewegst. Okay. Der Kanzel, weiß jetzt gar nicht, ob ich da deflecten kann, aber du hast sonst keinen Erfolg, deswegen. Dann muss ich mich jetzt nochmal ranbewegen und nochmal schießen. Oh, ist ja nichts, ne? Wäre schön, wenn ich ja heute noch mal wenigstens eine Maschine hier runterhole. Zack. So, jetzt bin ich aber von der Seite leider. Zwei. Also wenn das nicht reicht, dann... das ist ein 5er. 2, 4, 5. Die Agility ist die weg. Ach ne, gar nicht. Dann kann ich den Speed nehmen, ne? Dann habe ich 10 Würfel. Ja, 4, 6, ne? Ich weiß gar nicht, warum du dich heute beschwerst. Ja, ich weiß auch nicht. Ja, gerettet. Also alles im grünen Bereich. Da ist nochmal geschult, genau. Perfekt. So, jetzt hatte ich noch Hayabusas. Die haben alle, ne? Da müssten wir hier, glaube ich, jetzt wieder würfeln. Weil ich neutrale Hayabusas habe und du neutrale Wildcats. Eine 1. Eine 3. So. Also ich habe Chancen, so ist es nicht, noch irgendwie Maschinen runterzuholen, aber kann es auch nicht erzwingen, ne? Sonst warte mal. Wir machen mal die Maschine. 6. Wird wahrscheinlich Seite sein. Ach, ich muss, was mach ich denn? Ja, ich wollte jetzt erstmal mich nur hier hinbewegen. Und jetzt schießen. Ich war gerade im falschen Film. Was hat die denn? Die hat auch eine 1. Auch 4. Ja, ein Treffer. Du kannst von der Seite. 3 plus 5, 6. Wie ist das sind jetzt? 9. Naja. Geschluckt. Ja, dann können wir nochmal würfeln. Was ich gerade vorhin schon machen wollte. Aber ein bisschen zu schnell. Gleich ist ein Grün. Nochmal von der Seite. 2 Treffer, also ganz ehrlich, jetzt würfel ich eigentlich gut. 2 Treffer. Von der Seite kannst du checken. Gönnen wir doch einen Auch wieder ein Dreier, ne? Ja, das ist ja der gleiche. 2, 4, 6, 8, 9. Sayonara. Krieg noch einen Shit. Ein Shit. Da hast du dein Shit. Ja. Mensch, da haben die Hayabusas aber noch was gerissen. So, okay. So. Ja, die nächste. Darf die letzte auch noch? Ja. Schauen wir mal, eine 6. Nee, darfst du nicht. Weil dann darf nämlich hier mein Flieger einfach mal geradeaus fliegen. Hier. Genau. Ich mache hier, wie vorhin auch, erstmal einen Dive, dann eine Bewegung und da ich ja vorhin einen Dive gemacht habe, habe ich einen Vorteil verbrannt. Ich bin hier, verdammt. Und gehe wieder in den Neutralstatus. So, muss man nochmal würfeln, ne? Genau, richtig. Ich habe hier vorne noch eine und du hast da hinten noch eine. 3.
4. Ich bin dran. Dann würde ich sagen, fliege ich hier mal 4 und schieße. Kannst du nicht. Stimmt, ich kann gar nicht schießen. Beide im selben Modus, im selben Vorteil. Also jetzt habe ich nicht aufgepasst. Es wird spät so langsam. Naja, egal. Ja, gut, da dann war's nichts mehr. Nein. Ach, da ist die Geschichte auch vorbei. Im Prinzip ist die Maschine jetzt noch dran. Genau. Und dann nur noch die auf die ist den Disk sind. Eigentlich könntest den da noch verfolgen, aber was bringt es dir? Ist oben im Vorteil. Ja gut. Ausmanövern kannst du, ne? Ranfliegen und ausmanövern. Tailen könnte ich. Aber das auch. Versuchen. Aber glaube ich nicht, dass ich das schaffe. Das ist Distanz einfach zu weit. 6. Nee, müsste mich dann hier drehen. Das schaffe ich nicht. Und hier habe ich nichts, der ist schon weg. Hier komme ich auch nicht ran. Kann man jetzt eigentlich belassen. Da passiert nichts mehr. So, das wäre der. Wer ist noch offen? Der Japaner, ne? Unten. Der einer. Der ist die beiden Bomber noch. Die beiden Bomber. Ja, du müsstest erstmal deine Bomber jetzt abwickeln. Genau. So, ja, Freunde, das Spiel ist durch. Genau. Es war ein krasser Luftkampf irgendwie, ne? Ja, es war vor allem, ich fand es doch schon sehr anstrengend. Es waren sehr viele Flieger, auch wenn deine anderen sehr spät gekommen sind. Mehr als 6 ist schon eine Marke. Wir haben jetzt auch locker 4,5 Stunden gespielt. Ja. Genau. Man merkt, es wird immer flüssiger beim Spielen. Ab und zu muss man noch mal ein bisschen nachgucken, weil man wieder irgendeine Regel verdreht hat. Richtig, aber soweit, Spaß macht es immer noch, ne? Unwahrscheinlich. Auf jeden Fall, ja. Auch sehr ausgeglichen. Ich finde, dadurch, dass man hier nur diese kleinen Vorteile hat, die man durch die Karten oder durch die Trades hat, ist es sehr ausgeglichen, dieses Spiel. Das macht wirklich sehr viel Spaß. Ja, ich habe das Missionsziel erreicht. Richtig, ne? Also wir waren uns ja am Anfang nicht sicher, ist das jetzt leichter für dich, ist es leichter für mich irgendwo? Aber die Chancen waren ja auch da, die abzuschießen, die Bomber, also von meiner Seite her. Also ich habe es immer wieder versucht. Auch du hast sehr oft auf meine Maschinen geschossen, aber wir haben dann einfach immer gerettet durch die... die Würfel sind heute schlecht beziehungsweise gut gefallen. Also richtig. Bei den Rettungswürfen immer sehr gut und bei den Trefferwürfen eigentlich sehr schlecht. Ja, also teilweise waren wirklich so Chancen da. Ich war schon im Nachteil. Du hast noch mit dem Ass, mit 2 Bonis, die du noch generiert hast, 8 oder mehr Würfel gehabt. Ja, und hast den nicht abschießen können. Nee, ne? das ist manchmal ist halt so, ne? Fallen die Würfel halt, wie sie fallen. Also du hast einen Abschuss gemacht, ich habe einen Abschuss gemacht. Ja. Genau. Ich habe 2 Boomschütz bei deinen Fliegern erzielt. Du hast 3 Boomschütz bei mir erzielt. Ja. Und ich habe noch die 4 Trefferpunkte vom Missionsziel. Genau. Also Hafenanlage sind es auf meiner Seite 7 Punkte, du hast 4 Punkte. Ja. Das heißt, der Amerikaner hat gewonnen und erfolgreich den Hafen zerstört und 2 Schiffe niedergelegt. Da werden wir noch dann beim nächsten Mal würfeln bei der Zusammenfassung, welche Schiffe es da getroffen hat. Genau, du musst dir dann überlegen, ob du deinen Hafen wieder aus deinen Ressourcenpunkten aufbauen möchtest. Ob ich den noch repariere oder nicht. Das sind die Effekte aus diesem Spiel. Ja. Gut, wie es jetzt geworden wäre, wenn jetzt die Hayabusas 1-2 Runden eher gekommen wären. Vernichtend für mich, definitiv. Könnte sein, ne? Das weiß man nicht, ne? Aber du hast ja viel mehr Möglichkeiten, dann jemanden zu auszumanövrieren. Ne? Das ist ja stimmt schon. Das Wichtigste bei diesem Spiel. Das Tailen, das Ausmanövrieren, damit man in die Schussposition kommt. Richtig. Und wenn das natürlich gegeben ist, mit mehr Maschinen, mit einer Übermacht, glaube ich,
passiert das schon relativ schnell. Also das heißt, glaube ich, das haben wir oft schon gesehen. Ja, man muss Weil halt man irgendwo eine Übermacht hat. immer versuchen, diesen Bruchpunkt halt irgendwann zu erreichen. Wenn du den geschafft hast, dann hat der Gegner meistens keine Chance mehr. Dann genau. kannst du so viele Fallen stellen die ganze Zeit. Ne? Man muss bei dem Spiel, wie wir das vorhin schon gesagt haben, immer im Auge behalten, es geht hier nur über die Moral, über die Boomchits, indem man die Schwadronen halt im Grunde genommen die Moral bricht. Und es geht nicht darum, möglichst viele Flieger abzuschießen. Sondern die Treffer landen, die Boomchits praktisch, das sind ja der Bruchpunkt der Moral. Das ist das Wichtige bei diesem Spiel. Ja. Und deswegen kann das manchmal schneller gehen, als man gucken kann, dass der andere gewinnt. Richtig, genau. Wenn ein paar Treffer entsprechend kommen, wie sie nicht sollen. Ja. Ja, dann würde ich sagen, dann war es das heute für diese Runde. Genau. Und wir freuen uns dann auf die nächsten beiden Spiele. Dann wieder durch den Dschungel. Genau, erstmal durch den Dschungel einnehmen und dann willst du das ja auch noch verhindern. Da bin ich mal gespannt. Ich bin auch gespannt. Alles klar, Leute, dann macht's gut. Genau. Wir wünschen euch was. War schön und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.